Moin Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, worum geht's heute? Hype-Hopping. Was meine ich denn damit? Naja, ich habe so ein kleines Problem im Moment. Kennt ihr das? Ein Franchise und man kann nicht das bekommen, was man gerne möchte. Man ist so gerade auf einem totalen Hype, wie zum Beispiel bei dem hier. Das ist jetzt der Soul of Shogoken Voltron. Ich habe ihn jetzt zusammengesetzt. Großartige Figur, kann ich wirklich nur sagen. Da kommt ein Fotoshoot, da kommt ein Review. Ich bin extrem begeistert. Wirklich toll. Die Materialien sind alle super wertig. Paintjob, wo er angebracht ist top-notch. Diecast jede Menge. Alles rastet ein, wie es soll. Super klasse. Mehr später. Und ich habe mich letztens dann auf einmal, während ich mit ihm, ich nenne es mal zugange war, dabei erwischt, dass ich auf einmal eine ganz andere Musik im Kopf hatte. Und zwar eine Musik von einer Serie, die ihr mit Sicherheit noch alle kennt. Das ist das, was mir stumpf in den Kopf kam. Ich weiß nicht warum. Vor allem kam mir wirklich die Transformationssequenz von Ramrod in den Kopf. Ihr kennt sie wahrscheinlich noch. Ich habe sie links für euch eingeblendet, ohne Tonspur, aber ihr kennt sie mit Sicherheit noch alle im Original gesprochen von dem einzig wahren Peter Cullen, Optimus Prime. Und ja, jetzt hat man so das Ding, oder ich habe so das Ding, dass ich eigentlich wirklich momentan total wieder auf einem kleinen Saber Rider Hype bin. Ich habe die ganze Zeit dieses Lied von Nemesis im Kopf, das kennt ihr vielleicht auch noch. Das ist auch in der Szene genutzt worden, als Ramrod damals auseinandergenommen wurde. Und ja, dann guckt man natürlich, okay, Bandai hat den Soul of Shogoken Voltron gemacht. Vielleicht haben die ja was Ähnliches gemacht. Ja, es gab einen Bandai Ramrod. Der ist allerdings mittlerweile sehr alt. Den kriegt man auch mittlerweile noch im schlechten Zustand, beziehungsweise wenn man meinem Freund Bummelux glauben kann, der ist in Europa nur noch sehr schwer zu finden. Der hat den sehr toll wieder restauriert, von jemandem Privaten gekriegt. Ich verlinke euch sein Review mal unten in der Beschreibung. Aber meine Hoffnung ist ein bisschen momentan auf einen eventuell neuen Soul of Shogoken Ramrod vielleicht, weil mit Voltron vielleicht ein Weg geebnet wird, sag ich mal. Aber das war auch nur das Umfeld. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe so ein bisschen, ich habe immer gedacht, bin ich so der Einzige, was das betrifft? Bin ich so als einziger der Mensch, der vor einem Franchise sitzt, was er gerade total toll findet, wie Voltron, wenn man da die alte Transformationssequenz sieht, was ja auch für damalige Verhältnisse absolut klasse war und was meiner Ansicht nach viele der heutigen Serien einfach mal auch an die Wand animiert, wenn man das so sagen möchte. Und auch mit Saber Rider, also wenn ich mir das Intro und auch die Animation in den Folgen selber angucke, es ist einfach eine andere Klasse, finde ich. Da ist eine andere Qualität hinter. Gut, kann man jetzt, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz unvoreingenommen. Ich bin ein großer Fan
die haben die Serie ja damals aus Japan genommen und die ja ziemlich auf links gedreht. Die Outrider waren die Deathkiller, die sind nicht in ihre Dimension zurückgekehrt, die sind tatsächlich gestorben in der Originalsendung. Wenn man sich die Nummerierung in dem Wikipedia-Artikel anguckt, da ist alles extrem gemischt. Also die haben sehr viel anders gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich absoluter Fan, schon immer gewesen. Und als ich jetzt letztens wieder die Transformationssequenz von Ramrod gesehen habe, ja, ich habe einfach wirklich wieder Gänsehaut gekriegt. Und auch wenn ich die Musik höre, ich kriege so ein bisschen Gänsehaut. Und das habe ich eigentlich relativ regelmäßig. Und ich dachte, ich setze mich mal einfach hin und wollte mal ein bisschen über meinen letzten Fall davon erzählen. Wie auf einmal ich wegen dieser Figur, Voltron, dass das an sich ein total tolles Ding ist. Und ich wirklich froh bin, dass ich mir den geholt habe, auf einmal wieder einen richtig, richtig bösen Hype auf Saber Rider kriege. Und ich jetzt im Internet mir die Folgen zusammensuche und schaue und auch die Musik höre. Und ich denke dann einfach auch so, wie das auf einmal musikmäßig teilweise läuft. Man ist bei der einen Band am Hören, dann hat man auf einmal den nächsten Tune und fängt auf einmal wieder mit einem vollkommen anderen Genre an. Oder keine Ahnung, ich bin zum Beispiel, ich habe das auch mal gehabt, ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, ich habe gerade, glaube ich, mit War Machine damals ziemlich viel zu tun gehabt und war dabei. Ich habe die Decals aufgesetzt, was da noch angehört, vom guten Bekannten aus Chicago. Ich weiß nicht, was er heute macht, das ist komisch. Und auf einmal sind mir die Evangelions auf einmal wieder in den Kopf geschossen und ich habe gesagt, das kann so nicht bleiben. Ich habe jetzt Soul of Shigokun Voltrons, Soul of Shigokun Evangelions und ich habe dazwischen einen Bandai Launch Type Evangelion, der nicht dazwischen passt und da habe ich gesagt, ich muss jetzt auch endlich mal einen weiteren Soul of Shigokun Eva haben und habe mir den Eva 00 geholt und so springt das eigentlich immer ehrlich gesagt hin und her und ich find's immer witzig, wie das so passiert und ich bin gespannt, wo mich das noch hinführt. Also ich hoffe, in gewisser Zeit irgendwann mal fertig zu sein, ehrlich gesagt, mit dem Sammeln. Wenn man eine kleine Krümel an der Figur sieht, macht einen wahnsinnig, oder? Kennt ihr das auch? Und aber ich glaube, dieses Hype-Hopping, ich glaube, das werde ich immer weiter haben. Ich werde immer wieder Serien haben, die mich fesseln und die mich von einer Sache zur nächsten bringen und wo ich einfach sage, meine Leidenschaft dafür, die ist immer noch da und das wird sich nicht ändern. Und es kommt vielleicht immer so ein bisschen ins Hintertreffen, wisst ihr, wie ich meine? Aber es kommt eine Sache und die bringt einen wieder zurück. Und ich glaube, die Farben von dem Kerl waren es, dass das einfach dieselbe Zeit war. Das waren die 80er, das war die beste Zeit für Toons. Saturday Morning Cartoons, was war denn das Beste? Galaxy Rangers, Saber Rider, He-Man, Brave Star, Voltron auch. Oder auch der Vehicle Voltron, der eigentlich gar nicht zu der Serie gehört. Es ist einfach irre. Es war vielleicht ein bisschen zielloses Video, aber das sind einfach Gedanken, die mir in den Kopf gekommen sind, wo ich dachte, ich glaube, das wäre eine gute Idee für ein kleines Video. Einfach auf einem Freitagabend. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das genauso seht und das mal in die Comments knallt, was ihr dazu vielleicht denkt. Schreibt mir auch eine Mail, wenn ihr das möchtet, ob ihr irgendwelche Gedanken habt, die euch dazu in den Kopf kommen. Eine Serie, die ich vielleicht gar nicht kenne, wo ich sage so, boah, ist ja geil. Da würde ich, glaube ich, auch gerne mal reingucken. Und ich gucke mir das auf YouTube an und finde was Neues. Ich würde mich freuen. Also ruhig mir ein Like da lassen, ruhig mir ein Subscribe da lassen. Könnt auch das Notification-Glöckchen anklingen. Ich würde mich freuen. Ihr kriegt dann zu sehen, wenn ich neue Videos hochlade. Und schreibt mir auch ruhig nicht nur in die Comments, sondern auch eine Mail. figure.photography.crate@web.de. Könnt ihr nicht falsch machen, verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung und ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram, @figurephotographycrate, wie immer, könnt ihr mich finden. Schreibt mich an, wir können quatschen, kommt ihr aus der Nähe, vielleicht mal treffen, wir werden das sehen. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende, als nächstes wird wahrscheinlich der Venom Review kommen, wovon ich schon gesprochen habe, K.O. Yamaguchi. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen drauf. Wie gesagt, schönes Wochenende, macht's gut, bis bald und tschüss.